Heute kommen wir zum vierten Teil unserer Modellkunde-Reihe, nämlich zu dem Teil, in dem wir uns mit der Modern Vespa beschäftigen. Da das ein Thema ist, von dem ich mal wieder keine Ahnung habe, haben wir, wie auch schon in den letzten Folgen, einen Experten dazu gezogen. Da sind wir zum Glück auch gleich bei SIP fündig geworden, nämlich den Stefan. Und Stefan hat wirklich Ahnung von Modern Vespa, wird uns hier so ein bisschen durch das Video führen und stellt sich jetzt mal selbst vor. Ich bin der Stefan, bin jetzt ungefähr seit 20 Jahren im Unternehmen, bin bei uns im Vertrieb tätig und habe mich schon Mitte der 90er mit den Automatenmotoren beschäftigt. Fand die Technik super, war mal was anderes zu den klassischen Schaltwespen und da war es naheliegend, dass ich mich früh mit den modernen Vespas auseinandergesetzt habe. Okay, wir hatten bisher ja die Vespa Wide Frame, die Large Frame, die Small Frame. Heute sprechen wir über Modern Vespa und das ist natürlich die erste Frage. Wie ist es dazu gekommen, dass es Fahrzeuge gibt, die wir so nennen, und was unterscheidet die? Kannst du uns da ein bisschen erklären, wie die Vorgeschichte der Modern Vespa ist? Also 1996 kam die vermeintlich erste Modern Vespa auf den Markt. Den Begriff Modern Vespa gab es zu der Zeit eigentlich gar nicht. Es gab einfach nur die ET oder ET4, die als erstes Modell auf den Markt kam. Ich glaube, Piaggio hat zu der Zeit einfach ein Update gebraucht. Das letzte designte oder komplett neu designte Modell war ja die Vespa Cosa, die Anfang der 90er wirklich mit neuem Motor kam, mit geändertem Rahmen. PX-Modelle wurden ja bis 2005 gleich gebaut. Die hatten ein kleines Facelift, aber Cosa war das letzte im Schaltbereich Modell, wo wirklich auch Design angewendet wurde. Dass die Cosa nicht der Kassenschlager waren, wissen wir alle. Die war gut, die war cool, aber hatte nicht so den Durchbruch. Und Anfang der 90er war ja die Welt noch in Ordnung. Wir erinnern uns an Frankreich, wo man noch ohne Helm fahren konnte, Italien, wo man ohne Helm fahren konnte, bei den 50er Modellen. Und der Piaggio-Konzern an sich hat damals wirklich nur eine Piaggio ZIP auf dem Markt gehabt, eine Piaggio Sfera, also Plastikfahrzeuge, Plastikbomber in der Hinsicht. Und zum 50-jährigen Jubiläum, Piaggio-Jubiläum, haben die ein neues Modell gebraucht. Und das war dann eben die ET. Was macht eine Modern Vespa aus? Woran erkenne ich die? Also eine Modern Vespa hat ja zwei Wörter, Modern und Vespa. Ich verbinde immer das Modern mit einem Automatikmotor und die Vespa eigentlich mit einem selbsttragenden Karosserierahmen. Beides kombiniert macht einfach die Modern Vespa aus. Im Vergleich zu den alten Schaltrollermodellen ist ganz signifikant der Motor. Automatikmotor, wie wir hier sehen, auf der linken Seite angebracht, bei den klassischen Modellen auf der rechten Seite. Auch im Frontbereich, bei der Lenksäule sehen wir, ist die spiegelverkehrt angesetzt. Bei der klassischen Vespa hat man das Rad von der Seite drauf gesteckt und bei der Modern ist das eben auf der anderen Seite. Ich glaube, wenn ich mir diesen ganzen Rahmen angucke von den Dingern, dann wirkt das auch ein ganzes Eckchen größer und schwerer als bei den klassischen Die Komplettproportionen sind größer angesetzt. Ja. Okay. Was wiegt so ein Ding? Also das ist jetzt hier eine, ich würde sagen, die Small Frame Reihe unter den Modern Vespas. Was wiegt sowas? Also grob kann man schon die Modern Vespas, wie es bei den klassischen Vespas ist, in Small Frame und in Large Frame unterteilen. Bisher war ich immer recht vorsichtig mit dem Begriff, aber es gibt hier wirklich zwei grundlegende Rahmenformen. Wir haben hier den schmalen Rahmen im Vergleich, wenn man jetzt mal kurz auf die hintere schwenkt, den größeren Rahmen, der auch viel wuchtiger wirkt, der auch um einiges schwerer ist wie die Modern Vespa Small Frame. Aber wenn ich mir den Motor angucke, dann fällt mir noch etwas sehr Wichtiges auf. Nicht nur, dass er halt auf die andere Seite gewandert ist, sondern, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die Modern Vespa gab es nur als Viertakter. Ist das richtig? Nein. Okay. Also Modern Vespas gab es in den eigenen Modellreihen, vor allem in den frühen Anfangszeiten bei der ET als 2- und 4-Takter, jeweils 50 Kubik.
und als Viertakter auch 50 und 125 Kubik, also bei der ET4. LX-Modelle hatten 50 Kubik Motoren und 125 Kubik Motoren. Das zieht sich über die Modellreihen hindurch, bis auf die GT-Reihe, die gab es tatsächlich nur mit großem Motor. Aber generell Einführung des Viertakters in die Vespa war eine Neuerung mit der Modern Vespa, gab es vorher bei den klassischen nicht. Später bei indischen Produktionen, LML, gab es dann auch mal Viertaktmotoren, aber eigentlich bei der klassischen Vespa gab es keine Viertaktmotoren. Automatik, was halt auch immer wichtig ist, wenn man umsteigt, ne, das hier ist nicht mehr die Kupplung, glaube ich, das ist die Bremse, Hinterradbremse. Also wenn man das erste Mal als klassischer Vespa-Fahrer an die Ampel ranrollt und kuppeln möchte, ist man überrascht. Jetzt wissen wir, was eine Modern Vespa ausmacht. Das bedeutet, wir kommen als nächstes wieder dazu, was waren die wichtigsten Modelle dieser Baureihe. Immerhin gibt es sie jetzt seit 25 Jahren. Das heißt, da sind einige Modelle zusammengekommen. Und ich glaube, deswegen fangen wir auch mit diesem Roller hier an, richtig? Genau, wir haben hier ein ganz spezielles Schmuckstück. Eine ET, um speziell zu sein, eine ET4, 125 Kubik. Zweite Generation von der ET-Modellreihe gab es die ET2 mit 50 Kubik Zweitaktmotor und wie wir gehört haben, die ET4 dann anfangs mit einem 125 Kubik Motor und dann im Laufenden auch mit einem 50 Kubik Viertaktmotor. Von den 125 ET4 Modellen gab es 2 Motoren. Hier muss man wirklich vorsichtig sein, wenn man bei uns bestellt. Es gab den sogenannten ET4 Altmotor, zu erkennen an der Rahmennummer M04. Die Folgemodellen hatten ZAPC 19. Wer sich nicht ganz sicher ist, welche ET4 er hat, gibt es nämlich einen ganz einfachen Trick. Man guckt hier an der Seite am Motor. Die alten Modelle hatten nämlich ein Ölschauglas. Die neuen Modelle, die dann den Leader-Motor hatten, bei denen ist dann das Ölschauglas verschwunden. Also das hier ist ein neuer, ja? Das ist ein neuer Leader-Motor, luftgekühlt, 125 Kubik, Viertakt. Bringt Spitze ungefähr 90, 95 km/h. Okay. Kann man das tunen? Und ob man das tunen kann? Ja, ein bisschen. Wofür steht denn überhaupt die Bezeichnung ET? Das weiß ich gar nicht. Ach so. Weißt du das? Nö. Also 4 steht, glaube ich, für Viertakt, 2 für Zweitakt. Früher stand ET bei ET3 stand es ja für Elektronik, elektronische Zündung, T-Traversi, Überströmer. Das ist ein Viertakter, der hat keine Überströmer. Vielleicht. Nö. Also ET, ehrlich gesagt, weiß ich wirklich nicht, für was das ET steht. Ich weiß aber, dass die ET4 weltweit ungefähr 1,2 Millionen Mal verkauft wurde. Also war bis 2004 ein ganz schöner Kassenschlager. In Asien wurde die ET4, das ist ein schöner Seitwissen, wurde die ET4 nicht als ET4 verkauft, sondern als ET8. Die 4 gilt in asiatischen Ländern als Unglückszahl. Im Mandarin wird das ausgesprochen ähnlich wie Sterben und daher haben die dann sich gedacht, wir verkaufen die ET4 in China oder in Taiwan nicht als ET4, sondern als ET8. Okay. Ähnlich bei uns. Wer mal 2 Räder gefahren ist und von einem Zweitakter auf einen Viertakter umgestiegen ist, hat das auch als Unglück empfunden. Also, wir haben jetzt hier die ET4. Was kommt danach? Wie gesagt, die ET4 wurde bis 2004 gebaut und auch erfolgreich vertrieben. Die ET4 wurde dann 2004 im Smallframe-Bereich von der Vespa LX abgelöst. Die LX gab es damals auch als 50 Kubik Variante und als 125 Kubik Variante. In der Anfangszeit in der 125er Version mit einem luftgekühlten Leader-Motor. Irgendwann mal kam die 150 Kubik Version und in den 2010er Jahren dann gab es eine kleine Motoränderung. Da wurde aus dem 2-Ventil 125er Leader Motor ein 3-Ventil-Motor. Da muss man bei uns auch ein bisschen vorsichtig sein bei der Auswahl seines Tunings. Aber ich glaube, dass, wenn ich mir diesen Roller so angucke, ne, dann denke ich, der Rahmen, der ist noch sehr ähnlich zum Vorgängermodell. Aber was mir auffällt, ich glaube, das ist die erste Vespa, wo die Räder größer als 10 Zoll sind. Kann das sein? Genau. Also bei der LX
Im ersten Anschein mag der Rahmen sehr ähnlich sein zur ET oder zu den ET-Modellen. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass hier schon kleine Änderungen vorgenommen wurden, wie zum Beispiel die Blinkerausschnitte, die seitlichen Proportionen sind ein bisschen schmäler. Und wie du es schon richtig erkannt hast, Jesko, steht die Vespa nicht mehr auf 10 Zoll, sondern auf 11 Zoll. Füßen vorne, hinten sind 10 Zoll geblieben. Eher untypisch. Man hat dann immer das Gefühl, dass man nach oben fährt. Im ersten Anschein ist aber nicht so. Trotz dessen, dass der Rahmen recht identisch ist, kann man in den beiden Modellreihen durchaus das ein oder andere Teil miteinander kombinieren. Sitzbänke zum Beispiel lassen sich untereinander tauschen. Anbauteile wie Gepäckträger, Spiegel, Windschilder, Flyscreens sind unter den Modellen, den Modern Vespa Smallframe Modellen, wechselbar. Chronologisch gesehen kam die LX 2004 auf den Markt. Und die LX hatte ein Schwestermodell, das war die Vespa S. Die waren vom Rahmen her recht identisch aufgebaut. Hauptunterscheidungskriterium war es wie schon bei den alten Smallframe-Modellen. Es gab die V50 als Rundlicht und dann die Special mit einem eckigen Scheinwerfer. Und ähnlich war das bei den LX-Modellen auch. Also es gab 2004 als erstes Modell die Vespa LX mit einem runden Scheinwerfer und als Schwestermodell die Vespa S mit einem eckigen Scheinwerfer. Die gab es aber damals auch schon mit 50 Zweitaktmotor, 125er bis 150er Viertaktmotor. Okay, aber da auch eindeutig der Trend von Vespa wieder dahingehend weiter auf diese Retro-Schiene aufzuspringen. Also das heißt, einen Namen zu verwenden, den es früher auch schon gab in der Vespa Smallframe-Welt und auch die Scheinwerferform etwas anzulehnen an eine Special, an eine Smallframe Special. Also das hat Piaggio wirklich sehr gut gemacht im Laufe der Jahre oder der letzten Jahre, seitdem es die Modern Vespa Modelle gibt, dass sie immer wieder kleine Elemente der alten klassischen Vespa aufgegriffen haben und haben es versucht, auf die neueren Modelle zu adaptieren. Wir sehen das gleich bei einem Sondermodell, der GT60. Wir sehen das bei der Sai-Journey, wo die sowas aufgegriffen haben, aber auch bei einzelnen Modellen, wo sie dann nur die Scheinwerferform der alten Modelle übertragen haben. Ich weiß nicht genau wann, aber parallel dazu ist ja auch schon die erste größere Modern Vespa auf den Markt gekommen. Also, oder war das vor der LX oder danach? Also wenn man das Ganze chronologisch betrachtet, kam natürlich die ET als erstes Modell auf den Markt. Und mit der Einführung des nächsten Modells, der GT-Reihe 2003, kam dann auch wirklich der erste Begriff Modern Vespa auf den Markt. Also man hatte nicht mehr ein Modell, sondern man hat eine Modellfamilie gebraucht und daraus ist dann der Name Modern Vespa entstanden. Okay. Vor dem GT-Modell gab es einfach nur die ET4, aber aufgrund dessen, dass es eben zwei Modelle gab, hat man dann eben gesagt, das sind die tatsächlichen Modern Vespa Modelle. Wer hat das gesagt? Also ganz lässt sich es nicht nachvollziehen, wer den Begriff erfunden hat. Ich weiß nur, dass wir in einem Flyer von 2003 das erste Mal Modern Vespa als Begriff, den Begriff als solches verwendet haben. Also die GT ist dann quasi die etwas größere Baureihe von der Modern Vespa und die gucken wir uns als nächstes an, richtig? Also die ET, genau. Schwenken wir rüber. Jetzt stehen wir hier quasi vor der ersten Large Frame unter den Modern Vespa Modellen. Und wie gleich auffällt, wurde dieses Modell mit einer sehr auffälligen Lackierung ausgeliefert. Ist das richtig? Also wir stehen hier tatsächlich vor einer GT-Basis. Hat natürlich mit dem ursprünglichen Modell, was 2003 gebaut wurde, recht wenig noch miteinander zu tun. Also damals 2003, ich kann mich noch erinnern, da waren wir alle Feuer und Flamme. Da kam der erste 200er Motor nach der PX auf den Markt als Automatikmotor, Lieder, wassergekühlt. Das war für uns eigentlich, hey, da entsteht irgendwas, da passiert irgendwas. Und das ist also die Basis zumindest, ist auch eine GT. Ganz signifikant oder woran man das an den späteren GTS-Modellen unterscheiden kann, ist, dass hier einfach die seitlichen Schlitze fehlen. Ja. Die Zip Pordoi Custom hat natürlich jetzt wirklich nichts mehr mit einer GT zu tun. Da ist alles verändert. Die GT wurde damals ab 2003 gebaut und gab es in einer 125er und 200er Version, die damals schon sehr kraftvoll war. Okay. Ja, die gab es leider so nie zu kaufen. 2019 ist SIP 25 Jahre alt geworden. Dazu haben wir 2 Custom-Roller gebaut.
Die haben wir euch auch schon vorgestellt. Einer davon ist dieser hier. Eine andere GT hatten wir leider für dieses Video heute nicht zur Hand. Aber umso schöner die Gelegenheit, die hier nochmal vor die Kamera zu bringen. Lohnt sich immer wieder. Finde ich auch. Also ist nicht unbedingt das schlechteste Modell. Okay. Die Large Frame unter der Modern Vespa, also diese ganze Baureihe GT, GTS, ist ja für viele Fans die Modern Vespa schlechthin, einfach weil sie etwas größere Motoren hat. Aber es gab dann, glaube ich, auch relativ viele Updates und Modelle hintereinander. Und was die genau unterscheidet und was es da an Neuigkeiten gab, das erzählt euch jetzt mal der Stefan. Also ich war ja damals total geflasht, als die erste Vespa 2008 mit 300 Kubik in Anführungszeichen oder um genau zu sein, 278 Kubik auf dem Markt rauskam. Das war schon eine ganz schöne Ansage. Eine Vespa Viertakt mit ordentlich Power. Damals wurde die angegeben mit 21 PS, also bis auf die HPE-Modelle immer noch. Da habe ich schon mit den Ohren geschnackelt. Ja. Und wir sehen jetzt hier eins der ersten GTS-Modelle. Baujahr weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber dieses Modell wurde von 2008 bis 2013 gebaut. Ganz signifikant erkennt man das am Tacho. Der Tacho von diesen Modellen ist etwas größer als bei den Nachfolgemodellen. Wie kann ich genau die GT von der GTS unterscheiden? Was ist da das wichtigste Merkmal? Nur die Kubik. Äußerlich ist es so, wie ich es bei der GT schon erklärt habe. Der Rahmen hat auf der rechten Seite bei den GTS-Modellen Lüftungsschlitze. Also auch hier hat Vespa wieder Merkmale der alten Modelle aufgegriffen und hat dann Lüftungsschlitze von Werk ab eingebracht. Also quasi an einer Stelle, wo die gar nichts lüften, aber so aussehen, wie halt das bei VBB oder Sprint der Fall war. Okay, rein optisches Gimmick. Und natürlich der Motor. Der Motor, okay. Das war dann noch der Leader-Motor oder schon dieser Quasar-Motor? Also 2008 kam ja wirklich als erstes Update der GT-Reihe eine GTS 250 auf den Markt. Die gab es auch in einer ersten ABS-Version, also die 250er gab es damals schon in einer kleinen Stückzahl als ABS. Und nachfolgend der 250er dann eben die 300er. Und jetzt haben wir hier aber 3 verschiedene stehen. Was sind denn die wichtigsten Änderungen, die in der Bauzeit der GTS so hintereinander gekommen sind? Entscheidend ist, glaube ich, dass bei den Nachfolgemodellen mehr auf Sicherheit Wert gelegt wurde. Wir sehen jetzt hier eins der letzten Modelle aus 2018 mit ABS, wie man es hier vorne sieht, das Tonrad. Und diese Sicherheitsvorkehrungen, sagt man, glaube ich, dazu, ja, machen das Fahren auch wirklich sicherer. Also das ist meine Kiste und wenn ich jetzt von meiner ABS-Kiste auf eine GTS-Altkiste umsteige und hier an den Kreisverkehr ranbremse, muss ich schon anders bremsen. Also es ist durchaus schon mal vorgekommen, dass ich mit einer alten GTS dann einen Streifen gezogen habe und bei meiner Kiste eben gar nichts spüre. Ja. Da kann ich reingreifen in die Bremse, wie ich möchte. Irgendwann mal greift dann eben das ABS. Äußerlich gibt es aber wirklich Unterschiede. Also zum einen mal habe ich ja den Tacho erklärt. Im Heckbereich haben die das Rücklicht und den Kennzeichenhalter in der ersten Version noch anders gehabt. Die Nachfolgemodelle haben einen Rücklichtrahmen. Hier bei den ersten Modellen ist der Rahmen nicht vorhanden. Die ersten GTS-Modelle hatten auch einen leicht anderen Kennzeichenträger. Man kann alte Modelle auf den neuen umbauen, muss dazu aber die Seitenverkleidungen ändern und auch den Kennzeichenträger. Also an sich, die Grundform des Rahmens ist gleich geblieben, aber kleine Nuancen sind unterschiedlich. Bis 2018 hat sich am Motor grundlegend nicht viel geändert. Einen großen Meilenstein gab es dann eben 2019 mit der HPE. Das ist eine HPE, 300 Kubik. Unterschied zu den Vorgängermodellen, HPE wird mit 24 PS Werksangabe angegeben. Stolze Leistung spürt man auch, wenn man draufsteigt. Also serienmäßig auf eine 300er Baujahr 2018 zu einer 300er HPE ist deutlich zu spüren im Anzug und auch im Durchzug.
Das spürt man deutlich. Wie hat Piaggio das geschafft? Zum einen mal durch einen anderen Zylinderkopf mit anderen Nockenwellen, die wesentlich schärfer sind. 4 Ventilköpfe jetzt oder habt ihr die vorher auch schon? Die hatten vorher auch schon 4 Ventilköpfe, 2 Einlass-, 2 Auslassventile. Anderes Mapping hat die HPE. Aber ich glaube, die haben auch optisch einiges geändert, oder? Vorne die Kaskade, die ist jetzt hier ganz runtergezogen, wie bei den, auch wieder wie bei klassischen Wespen eigentlich, ne? Sieht man hier. Während das bei den alten noch so eine Stupsnase hier hat, wie das eigentlich seit der ET4 der Fall war. Also ich glaube, die haben auch optisch so ein Update überall durchgezogen. Also im Laufe der Zeit haben die Modern Vespa Modelle immer wieder ein kleines Update bekommen, sei es eine andere Kaskade und einen anderen Tacho. Es gab auch ein Zwischenmodell zwischen 2014 und 2016. Wir bezeichnen das bei uns in der Modellhistorie als FL, Facelift-Modell. Die hatten sogar eine andere Stoßdämpferaufnahme. Ab 2016 sind die wieder auf die vorherigen Stoßdämpferaufnahmen gegangen. Aber eine HPE signifikant zu unterscheiden zu den Vorgängermodellen ist tatsächlich die Kaskade, okay. Ja, die jetzt hier wirklich nach unten gezogen ist. Diese Kontur hier ist mit drin. Finde ich ehrlich gesagt auch ganz schick, gefällt mir ganz gut hier, ne, mit dieser kleinen Kante da irgendwie. So, wir haben ja mitgekriegt, angefangen mit der Modern Vespa hat das mit den kleinen, schlanken Modellen 50 und 125 Kubik. Das ist eine Linie, die hat Vespa natürlich auch weiterverfolgt, nämlich mit diesen beiden hier. Das ist, glaube ich, die jüngsten Modelle oder die neuesten Modelle, die es in der Smallframe-Reihe der Modern Vespa gibt. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. 2014 wurde die Vespa LX und die Vespa S durch 2 weitere Modelle abgelöst. Zum einen mal durch eine Vespa Primavera und eine Vespa Sprint. Das Schwestermodell Sprint S wiederzusehen mit eckigem Scheinwerfer, etwas sportlicher angesetzt. Vom Rahmen her wieder kleine Änderungen. Also wenn man jetzt das mal zur LX sieht, ist das Ganze hier wesentlich kantiger angeordnet. Die Lenkerpartie hat sich geändert. Es ist hier in dem Bereich zweiteilig. Die Rahmenform ist ein bisschen kantiger auch hinten raus geworden. Grundrahmen zur Vespa Sprint ist gleich. Einzelne kleine Bauelemente unterscheiden sich. Ich glaube, das sind auch sehr schön zu fahrende Einsteigerroller einfach, weil sie leicht zu handeln sind. Man sieht ganz stark, dass Piaggio immer mehr dazu übergeht, auch mit der Modern Vespa immer stärkere Anleihen an die ganz alten Modelle zu machen. Wie ich finde, bei denen jetzt gelungen, designtechnisch. Kann man machen. Also auch die beiden Modelle hier, die Vespa Primavera und die Vespa Sprint, gab es in unterschiedlichen Motorenvarianten, angefangen von 50 Kubik über 125 bis 150 Kubik Viertaktmotoren, wobei die Motoren sich im Laufe der Zeit etwas verändert haben. Die Anfangsmotoren waren tatsächlich noch Liedermotoren und 2-Ventil-Liedermotoren über 3 Ventiler. Liedermotoren bis zu den letzten Modellen, die den sogenannten iGet-Motor. Aber bei den Modellen, glaube ich, wirklich nur noch Viertakter, richtig? Nur noch Viertakter, genau. Ist den Emissionswerten geschuldet. Du kannst keinen Zweitakter mehr zulassen. Deswegen gibt es diese Modelle in 50 bis 150 Kubik nur als Viertakt-Version. Die Vespa Electrica ist ein kleines Sondermodell. Es gehört, glaube ich, zu dieser Baureihe als 50er Elektrofahrzeug. Entspricht den aktuellen Zeitgeist. Vespa geht ja da auch mit der Zeit. Wo die Reise beim Elektromotor hingeht, wissen wir nicht. Aber jeder Händler hat sie vor Ort stehen. Ja, ich durfte diese Electrica, die sieht aus wie die hier, glaube ich. Die durfte ich vor 2 Jahren mal auf der EICMA fahren. Ja, fährt sich halt wie ein Elektroroller, ein kleiner, sich so fährt. In jedem Fall stellt das den aktuellen Stand oder Endpunkt der Entwicklung von Vespa dar. Und damit hätten wir jetzt so ganz im Groben erklärt, oder auch ein bisschen feiner wahrscheinlich, was sich in den letzten 25 Jahren Modern Vespa getan hat und was die wichtigsten Modelle waren. Aber jetzt mal für viele Kunden vielleicht eine der wichtigsten Fragen. Jetzt haben wir hier Motoren, die relativ viel Elektronik über die Zeit reingekriegt haben. Katalysatoren, Euro 4, ja, weiß ich nicht, was man noch so alles veranstaltet hat. Aber wie sieht denn das aus, wenn ich da denke, Mensch, ein bisschen schneller wäre jetzt auch nicht schlecht. Kann man die alle noch tunen oder ist das nicht mehr möglich mit der Elektronik?
Also wenn wir mal in die Motorenchronik der Modern Vespa Large Frame Modelle reingehen, hat das Ganze angefangen mit einem 125er Liter Motor oder dann eben mit einem 200er Liter Motor bei der GT. Und das hier ist ja wirklich der Quasar Motor, angefangen von 250 Kubik. Die ersten Modelle bei einer GTS sind Euro 3 und waren damals schon sehr, sehr stark, weil die Beschneidungen in Sachen Emission und Abgaswerten noch nicht so hoch waren. Bei den Nachfolgemodellen hat man natürlich die Werte einhalten müssen. Und wo haben sie reguliert? Klar, in der Einspritzung, in der Elektronik. Vom Tunen her unterscheidet sich vom Antrieb her recht wenig von den ersten Modellen bis hin zu den letzten Modellen. Elektronik ist das ausschlaggebende Schlagwort. Ja. Er wollte Schimpfwort sagen, habt ihr das gehört? Schimpfwort. Er hat das schon auf der Zunge gehabt, Schimpfwort. Okay. So, dann haben wir euch eigentlich mit allen Informationen versorgt, die wichtig sind rund um die Modern Vespa. Stefan, fällt dir noch irgendwas ein, was du ergänzen möchtest? Wir haben natürlich nicht alles angesprochen. 25 Jahre lassen sich jetzt nicht in einem 10 Minuten Video zusammenfassen. Aber das Grobe haben wir wirklich angeschnitten und erklärt. Mein Tipp noch an euch, wenn ihr eine Modern Vespa habt, wenn ihr Teile braucht, schaut bei uns auf dem Webshop vorbei. Dort haben wir alles erklärt, wie auch die Verwendungslisten zu jedem einzelnen Produkt angegeben. Und wenn ihr euch danach noch unsicher seid, könnt ihr gerne bei uns in der Hotline anrufen. Wir haben den einen oder anderen Techniker, der euch bei kniffligen Fragen gerne zur Seite steht. Super, dann bedanke ich mich vielmals bei dir, Stefan, für deine Zeit. An euch, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Like, wenn nicht, dann auch. Und ansonsten drückt die Bimmel, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gute Fahrt.